Norwegens Westen. Dort beginnt für Wunderschön ein besonderes Abenteuer. Denn erstmals schafft ein Komponist für die Sendung eine Klangwelt zu den traumhaften Landschaften. Wow! Ist das nicht fantastisch? Herzlich willkommen in Norwegen. Und das Funkhausorchester des WDR führt die Musik auf. Ein spannendes Projekt. Hier ist die Geschichte. Das war ja was ganz Neues, zu wissen, das wird Musik geben und das Funkhausorchester wird diese Musik einspielen und das wird eine musikalische Reise werden. Ich habe zum ersten Mal von der Idee gehört, in einem Telefonat mit meiner Redakteurin, dass man ein größeres Projekt in Zusammenarbeit mit dem Funkhausorchester realisieren könnte. Und dann habe ich halt direkt ins Telefon geschrien, ich. Weil mir klar war, Norwegen ist das richtige Land für Orchestermusik. Die Landschaft ist großartig, das muss eigentlich funktionieren. Oh, look at this. Ich bin auch immer total gespannt, wo wollen wir denn hin? Was ist denn der Plan? Wie ist die Route? Was ist der Schwerpunkt? Das ist ja dann immer das, was so nach und nach dann erst entwickelt wird. So, jetzt läuft die Kamera und noch eine Kamera und der Ton ist parat und alle sind parat. Und hier ist die schönste Häuserteile im wunderbarsten Licht. Brüggen, die Stadt in der Stadt. Diese gut gelaunten Holzhäuser, die schon so viel erlebt haben. Ist ein Hammerlicht. Brüggen in Bergen. Filmemacher Michael Wieseler hat im Vorfeld die Dreharbeiten in den Fjorden und auf den Gletschern exakt geplant. Großes Glück für alle. Jeden Tag scheint die Sonne, nicht selbstverständlich für die Gegend. Alle Orte und Inhalte sind genau recherchiert, der Zeitplan für den Dreh eng getaktet. Alles ganz nach Drehbuch, das bereits vor Monaten entstanden ist. Dann habe ich angefangen, hier Themen zu suchen und habe sie dann auch gefunden. Und dann war mir klar, die Sendung beginnt hier oben irgendwo und dann bewegen wir uns langsam runter. So entsteht das erste Buch. So entstehen Listen mit Themen, die in diesen 90 Minuten zu machen sind. Die Reise beginnt am Sonjefjord und endet in Bergen, wo der berühmte Komponist Edvard Grieg um 1900 gelebt hat. Tamina macht eindrucksvolle Schiffsreisen und hat Begegnungen mit den Bewohnern der Region und mit ihrer Geschichte. Das alles soll der Komponist im Nachhinein miterleben können, damit seine Musik zu den Filmbildern passt und sie ergänzt. Das Wichtige ist, dass es ein Gefühl ist, dass da eine Mentalität rüberkommt, dass das Besondere eines Landstrichs sich vermittelt. Bei jeder Reise ist es wichtig, dass das direkte Erleben und das große Kino natürlich, auch die tollen Bilder, dass man so denkt, wow, entweder möchte ich auch mal hin oder, Mensch, da war ich schon, aber da habe ich noch ein paar Dinge entdeckt, die kannte ich noch gar nicht. So, gleich geht's los. Bin schon eingespannt, der Rucksack ist auch dabei und da geht's runter. 1400 Meter ins Tal. Ah! Ah, Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Wir zwei sind jetzt schon so ein Dream-Team, würde ich sagen. Wo es auch manchmal, ich bin dir manchmal zu viel, ne? Ich quatsch dann zu viel. Oder ich sag, Micha, jetzt lass mich mal doch noch mal ganz kurz hier. Dann sagt er, brauche ich nicht. Sag ich, doch, ich möchte aber jetzt hier unbedingt noch mal. So, das gibt's dann schon manchmal, ne? Soll ich auch was sagen? So ist es eben, ne? Tamina will halt immer Sachen anfassen. So, und die wollte unbedingt Moos. Irgendwann habe ich halt gedacht, dann soll sie jetzt halt in Gottes Namen losziehen und dieses Moos anfassen. Ah, ich liebe das so, dieses Bemooste der Bäume und der Böden. Und es gab überhaupt keine Stelle in diesem Film, wo das irgendwie reinpassen könnte. Als wir jetzt aber den Film dann geschnitten haben, stellt sich auf einmal raus, aha, Moment, jetzt kommt ja diese Sequenz mit den Trollen im Twilight. Und jetzt ist diese vermaledeite Szene, wie sie dieses Moos anfasst, auf einmal doch im Film drin. Ha, wirklich? Super. Ja, ja.
7 Drehtage mit Tamina, 14 verschiedene Drehorte. So ist der Plan. Jeden Tag macht sie also 2 Interviews an 2 unterschiedlichen Stellen. Das hat sich gezeigt, das klappt irgendwie. Jetzt ganz los. Der Gebassler. Meistens ist das so, dass wir dann auf den Fahrten auch noch drehen, weil diese Reise, dieser Film, wenn er fertig ist, kann diese Fahrten, speziell in spektakulärer Natur, ja zeigen. Weil es ist ja für die Zuschauer interessant zu sehen, wo fährt die denn lang. Und in Norwegen ist es jetzt so, man kann es tatsächlich nachreisen und man wird sehen, ja, das stimmt. Die haben nicht gelogen. Und der norwegische Komponist Edvard Grieg fährt in Taminas Kopf stets mit. Da geht doch die Sonne auf, oder? Ah. Diese Idee hat uns die ganze Zeit begleitet. Das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Nochmal für uns auch so ein neues Abenteuer. Das war ja was ganz Neues, zu wissen, das wird Musik geben und das Funkhausorchester wird diese Musik einspielen. Und das wird sozusagen eine musikalische Reise werden. Morgenstimmung, ne? Da, 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 da. Ich habe die Kollegen genervt und gesagt, so, ich singe euch noch mal kurz diese tolle Stelle. Da, da, da. Zurück in Deutschland. Autor Michael Wieseler studiert das Drehmaterial. Vorbereitung auf den kommenden Filmschnitt. Alles, was gedreht wurde, wird von ihm gesichtet und bewertet. Benutzen wir die Sequenz im Film? Unterstützt sie das, was wir erzählen wollen? Oder eher nicht? Der Filmemacher trifft eine Vorauswahl. Im Schnitt arbeitet er dann im Team mit seinem Cutter, der wiederum seine eigenen Ideen einbringt. Hast du das Quietschen da drunter gelegt? Ja. Dann wollte ich hier die Ansage machen vom Bahnhofslautsprecher. Dann hat man schon mal ein bisschen Norwegisch. Im Gegensatz zum Regisseur, Autor oder Kameramann ist ja der Cutter nie dabei, wenn was gedreht wird. Der sitzt immer in seinem Schneideraum und wartet. Und dann kommt irgendwann Material, wird dann geliefert. Und das ist das, woraus dann später der Film gemacht werden soll. Aus vielen Stunden Drehmaterial entstehen nun Bildfolgen. Hier werden die Situationen so aufbereitet, dass sie das Geschehene spannend erzählen. Timing ist extrem wichtig, damit die Zuschauer sich bei einer Szene nicht langweilen, sie aber nachempfinden können. Ja, Tamina macht alles, ne? Ja, Tamina war, wobei sie da auch tatsächlich Bammel hatte. Ich denke mir das immer so wie in einer Werkstatt oder in so einer Bastelwerkstatt. Bastelbude nenne ich den Schneideraum auch eigentlich. Da kommt das ganze Material zu mir und ich muss dann gucken, wie aus diesem Berg Material ein Film wird. Und dann kommen wir. Um die 90 Minuten einer wunderschönen Sendung zusammenzubauen, braucht man im Schnitt mehrere Wochen. Denn die Bilder müssen stimmig aufeinander folgen, damit die Zuschauer die Reise der Moderatorin nachvollziehen können. Bei einem Filmschnitt gibt es natürlich nicht wie bei so einem Puzzlespiel nur eine Möglichkeit, wo dann zum Schluss ein Bild fertiggestellt wird, was auf der Schachtel vorne drauf ist, sondern man kann Geschichten so und so erzählen. Man kann Geschichten spannend erzählen, man kann sie lustig erzählen, man kann beides erzählen, man kann Reihenfolgen tauschen. Und das hat immer einen Einfluss darauf, wie der Film beim Zuschauer ankommt. Das wäre der Anschluss dann. That's Krieg. Yeah, exactly. That's Morgenstimmung. Exactly. Yeah. Wenn es leicht daherkommt, wenn man denkt, ach, es hat sich alles ergeben und ineinander verwoben, dann haben wir toll gearbeitet. Natürlich steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter und es ist immer Teamarbeit. Und ich bin nur sozusagen ein kleines Rädchen in einem tollen, großen Team, was da sich vorbereitet, was da sich Gedanken macht. Es ist ja unglaublich viel, was da drin steckt in so einer Sendung.
Und diesmal steckt eben auch der australische Komponist Gordon Hamilton mit drin. Ton für Ton nähert er sich in einem kleinen Homestudio in Köln den Bildern an, die er von Wunderschön bekommen hat. Den Soundtrack für den Film zu machen, ist akribische Detailarbeit. Ich frage mich, was die Stimmung ist. Ich versuche eine Beziehung mit der Landschaft in den Bildern zu machen. Und dann bin ich am Klavier und spiele ein paar Töne, suche für einen Akkord, eine Melodie, einen Rhythmus, irgendwas, das mir spricht und das zu dem Bild spricht. Und dieses Prozess kann eine Weile dauern, bis ich die richtige Idee finde. Gordon Hamilton hat schon viel großartige Musik in seinem Leben komponiert. Deshalb möchte die Redaktion ihm auch möglichst viel Freiheit lassen, seine musikalischen Ideen zu entwickeln. In dem Computerprogramm, mit dem er die Partitur erstellt, werden alle einzelnen Instrumente mitgedacht. Denn bald sollen ja 52 Musikerinnen und Musiker des WDR Funkhausorchesters die Komposition spielen. Und immer wieder lässt sich Gordon von den Bildern inspirieren, die ihm Michael geschickt hat. Wir haben anders produziert als normal. Wir haben zuerst eine Art Rohschnitt von dem Film gemacht. Die haben wir dann dem Komponisten gegeben, damit der die Chance hat, einen Eindruck von dem ganzen Film zu kriegen. Für mich ist es wie Bügeln. Ich fange in Takt 1 an und dann bügel bis Takt 2. Die Musik lassen, sprechen lassen, singen lassen in den nächsten Takt. Und dann weiß ich vielleicht nicht, was in Takt 3, 6, 10 oder 15 passiert. Ich bügel einfach. Wenn ich nicht weiß, was als nächstes passiert, ich gehe zurück zum Anfang und mache kleine Verbesserungen oder Entwicklungen aus, was schon da ist. Musik ist für mich wie ein Kern, der wächst. Doch ganz allein gelassen werden mit den Bildern will Gordon auch nicht. Denn er war ja, genau wie der Cutter, nicht mit auf der Reise. Die einzelnen Szenen im Drehbuch des Films wurden für ihn ergänzt, mit Beschreibungen der Atmosphäre vor Ort und den Empfindungen, die die Moderatorin geäußert hat. Der Gordon hat darum gebeten, dass er sowas wie ein Mood-Sheet bekommt, also so ein Gefühlspapier für einzelne Sequenzen. Das habe ich für den ganzen Film geschrieben. Aber wenn ich schreibe, zauberische Atmosphäre, dann heißt für den Komponisten zauberisch vielleicht was ganz anderes als für mich. Vielleicht findet der Zauberer eher süß oder niedlich oder er hat Angst davor. Also es ist halt Sprache und es ist Musik. Es sind unterschiedliche Sachen und er ist ein Künstler. Und er schreibt was und das im besten Fall überrascht es uns positiv und im schlechtesten Fall denken wir, was ist das denn? Das ist jetzt der erste Entwurf von ihm, den hat er mir heute geschickt. Sollen wir noch mal zu der ersten Tunnelszene gehen? Da gibt es ja auch eine extra Musik. Mhm.
Das musste er, glaube ich, noch verlängern bis zum Schluss. Genau, das müsste bis hier. Wir haben den Tunnel nämlich länger gemacht. Die Musik finde ich aber gut. Das finde ich ja übrigens ganz irre, dass er ein Layout zu Hause macht, was dann später von 52 Musikern und Musikerinnen nachgespielt wird. Also wir kriegen ja jetzt hier immer irgendwie nur eine Ahnung, wie das dann sein könnte. Ich hatte einen ganz großen Aha-Moment, als der Gordon zu uns mal in den Schnitt gekommen ist und mir ein Motiv vorspielte auf seinem Rechner und dann sagte, so, das war jetzt eine Violine, das kann ich aber auch vom Blasinstrument spielen lassen. Dann machte der so Drag and Drop in eine andere Spalte und dann war das gleiche Motiv auf einmal, wurde von einem Horn gespielt. Und da habe ich zum ersten Mal überhaupt begriffen, was der da macht. Also und mit wie vielen Stimmen der gleichzeitig arbeitet. Wenn Gordon einen neuen Musikentwurf für eine Szene fertig hat, setzt er ihn im Computer aufs Video und schickt ihn in den Schneideraum. In dieser Phase herrscht ein reger Austausch zwischen dem Komponisten und der Redaktion. Ja, da oben beim Gletscher. Gordon ruft an. Ja, hallo Gordon. Ich habe 2 Fragen. Zuerst diese Stelle, wo Tamine die Achse wirft. Axt werfen wie eine Wikingerin. Bist du sicher, dass es da Musik sein sollte? Ich habe ein paar Sachen ausprobiert und ich will nicht, dass es albern ist. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass du da recht hast. Das ist ja auch so schnell hintereinander geschnitten, das wirkt eigentlich so. Zurücklehnen und mit Schwung. Ich würde das gerne ohne Musik lassen und dann am Ende können wir gucken, ob. Ja, nee, absolut. Cool. Feedback ist immer richtig. Es kann immer hilfreich sein. Manchmal folge ich Feedback nicht, aber ich finde, es gibt immer einen Kern von etwas Richtiges. Lass mich gucken, wo die Melodie, diese Hulda-Melodie, kommt sowieso ein bisschen vor der Wasserfall, aber das ist auch okay für dich. Ja. Ja, und es muss halt was Positives haben. Ne? Die Reise geht los. Und da ist mir die Hulda halt ein bisschen traurig. Ich habe einen sehr schönen Austausch mit Michael gehabt. Und er hat oft einfach gesagt, ja, das ist super, das passt. Hat manchmal gesagt, ja, das ist zu dunkel oder zu das oder zu dies. Ich finde das ganz schwierig, einem Profi zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Ich sage der Tamina nicht, jedenfalls tue ich das nur ganz, ganz selten, frag doch mal das oder das. Weil das ist Taminas Job und sie kann das. Und genauso kann ein Komponist Filmmusiken besser machen, als ich das kann. Ich kann also nur als Laie dahin gehen und sagen, auf mich wirkt das jetzt so und so. Mehr als 4 Monate arbeiten Filmemacher, Cutter und Komponist miteinander. An den fertigen Film passt Gordon in dieser letzten Phase seine Musik nochmals an. Da ist ein Land, da ist eine Reise und aus diesen Reiseerlebnissen entsteht Musik und die wiederum wird von so einem großen Orchester aufgegriffen, vom Dirigenten, vom Komponisten, von dem ganzen Team mitgetragen und das alles wird an einem Tag in 90 Minuten zusammengeführt. Das ist doch, also mehr geht nicht. Wenn alle Entscheidungen passieren in der richtigen Reihenfolge, kann Magie entstehen. Ich bin der Dirigent des WDR-Funkhausorchesters und meine Aufgabe bei dieser Produktion ist es, als Dirigent die Musik zu leiten und sie synchron auf das Bild zu bringen.
Ich bin als Dirigent wirklich dafür verantwortlich, der Musik sozusagen dann ihre Gestalt zu geben. Also wir haben natürlich den Komponisten, der die Musik geschrieben hat, und ich bin sozusagen derjenige, der mit den Musikern das nachschöpft, um es mal so zu sagen. Also das heißt, wir versuchen die Intentionen des Komponisten zu verstehen, zu erfassen und sie umzusetzen. Alle geben etwas von sich in den Film hinein. Der Filmemacher interpretiert das Land Norwegen, der Komponist die Bilder und der Dirigent die Partitur. Ich habe die Partitur bekommen und ich schlage sie auf und lese sie erst einmal wie ein Buch. Und das bedeutet für mich, wenn ich jetzt hier diese Noten lese, dann höre ich die Musik in meinem inneren Ohr. Der nächste Schritt ist für mich dann aber schon sehr schnell, dass ich mir diese einzelnen Takes, es waren 46 Takes bei Wunderschön, dass ich mir sofort das Bild dazu ansehe. Das heißt, ich bin sehr schnell in dem Prozess, die Musik als Filmmusik mit dem Bild zusammenzudenken. Ich sehe das als meine Verantwortung, wenn ich für Orchester komponiere, dass alle Instrumente gut benutzt werden sollten. Wenn man Musik hört und man hört zum Beispiel die Pauke und der spielt nur einen Ton in 15 Minuten, dann klingt das wie eine Verschwendung für mich. Und das heißt, manchmal muss ich Sachen erfinden. Wenn ich merke, ach, die Oboe hat seit mehrere Minuten nichts Wichtiges gemacht, dann weiß ich, die Oboe wird wichtig jetzt. Und dann gibt es da noch jemanden, der im Hintergrund arbeitet, aber enorm wichtig ist. Tonmeister Christoph Terbeuten. Christoph, Celesta. Können wir es einmal spielen, die 4 Takte nur die Holzbläser? Ja, Bertha bitte. Nur das Holz. Und. Okay, Entschuldigung. Noch einmal von Anton an. Da kommt ganz bisschen manchmal Unruhe rein in dieser ganzen Bewegung. Es muss sehr, sehr, sehr ruhig bleiben und sehr exakt. Der Tonmeister im Regieraum ist verantwortlich für die Qualität der Aufnahme. Beste. Der Tonmeister ist einerseits die letzte Autorität, wenn man mal so will, und kann uns dann sehr gut reflektieren im Saal Dinge, die er gehört hat, die wir einfach in dieser Weise im Saal nicht hören können. Zweiter Takt war wieder ein bisschen arg hoch in der Bratsche. Nochmal aufpassen, dass wir das wirklich blitzsauber haben. Dann fangen wir noch mal einmal von Anfang an. Er ist für mich eigentlich der Partner. Als Dirigent ist der Tonmeister für mich quasi der Co-Partner. Also wir werfen uns auch wirklich die Bälle zu. Und so ist das eigentlich ein echtes Teamwork. Gut, prima. Ende ist fantastisch. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein, zwei Mal spielen, dann haben wir es. Einfach alle sehr, sehr, sehr exakt auf den Klick spielen, dann haben wir es. The magic of click tracks. Der Klick, den haben wir alle im Ohr. Das ist ein kleines In-Ear, das wir tragen. Dort hört man quasi eine Art Metronom-Klick, der das Tempo vorgibt. Damit alles passt, damit im Takt 903
der einfällt auf einem Cut in einem Film, muss alles auf Click-Track sein. Wunderbar. 1A. Prima. Ich mache mir dann auch immer noch einen Aufnahmeplan, auch für mich selbst, wo ich aufschlüssel jeden einzelnen Take und die einzelne Besetzung, damit ich sehr genau weiß, welche Musiker in welchem Take spielen. Und das sieht dann so aus am Ende einer Produktion. Es sieht wie ein norwegisches Muster aus im Endeffekt, wo man eben wirklich sieht, was wir gemacht haben, was durchgestrichen ist, wo ich teilweise mir noch Kringel gemacht habe. Und das ist dann ein schöner abgearbeiteter Zettel, der zeigt, dass wir alles aufgenommen haben. Mir ist es wichtig, dass alle Musiker den Film sehen können, auf Monitoren sehen können, weil sie in dem Moment dann auch verstehen, wie die Musik gemeint ist. Und das ist das, was dann Filmmusik tatsächlich ausmacht, dass sie immer im Dialog ist mit dem, was man sieht.